da steht er, der Nachtzug nach Paris. Den testen wir. Zum allerersten Mal geht's für Hinreisend in einen Nachtzug. Für mich sowieso, ich kenne das nicht. Ja, und die Frage ist, wie eng ist es wirklich? Wie groß ist das Abenteuer? Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Los, rein. In Deutschland einschlafen und in Frankreich aufwachen. Ein Traum wird wahr. Wie kommt man am günstigsten weg? Und wie am bequemsten? Wie lecker wird es und wie erholt kommt man an? In der Stadt der Liebe. Und des Essens. Reisen wie Gott nach Frankreich. Mit dem Nachtzug von Halle nach Paris. Dreimal die Woche fährt der Zug von der Saale an die Seine. Montags, mittwochs und freitags zur besten Bettchenzeit. Ja, deswegen heißt er ja auch Nightjet. Der Zug startet in Berlin und hält nicht nur in Halle, sondern auch in Erfurt, Frankfurt und Straßburg. Und unterwegs steigen auch noch die frischen Brötchen fürs Frühstück zu, ne? Ja, genau. Und dann ist der nächste Halt nach Straßburg auch schon Paris. Müssen wir erst mal suchen, welches Zimmer wir haben. 6 und 5, nee, das ist es nicht. Hier, da sind wir. Mit dem Gepäck. Also es geht. Ich könnte sogar noch zunehmen. Das ist unsere Zimmerkarte für das richtige Abteil. Und die funktioniert wie ein Schlüssel. Kann ich helfen? Oh, Sie müssen. Jetzt kommt der Herr Pollauer, der hilft. Jeder Schlafwagen hat seinen eigenen Zugbegleiter. Ivan Pollauer ist für unseren zuständig und ist bei allen Problemchen am Start. Also mehr Gewalt tut nicht Not. Was hast du jetzt falsch gemacht eigentlich? Ich habe das Teil nicht richtig reingesteckt. Wie? Naja, ich habe Richtig Angst gehabt, dass das kaputt geht. Das ist doch nur Hartplaste, Mensch. Ist nicht kaputt hier. Naja, da sind wir. Guck mal, wie hoch das ist. Also, da kann man auch groß sein und Ja. kann noch stehen. So, Platz nach oben ist, aber unten, naja gut. hier ist die Leiter und wir haben schon besprochen, wer oben und unten liegt. Nee, haben wir nicht. Lars. Wie wollen wir? Ich schlaf gern um. Oh, das wollte ich auch sagen. Willst du? Wir können Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Tja, was war das, eine Pistole? Das ist so- Piu, piu war das. Ja, komm. Ab mit dir hoch. Ja, und außerdem habe ich ja die Tickets gebucht. Ein solches Schlafwagenabteil hat Platz für bis zu 3 Personen. Wer, wie ich, 1,5 Monate vorher bucht und Glück hat, bekommt das Zweierabteil für knapp 200 Euro. Man kann aber auch locker das Doppelte dafür berappen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen hier oben. Hast du unten auch so eine Tüte? Schlappen. Mit Schlappen. Mit Schlappen. Mit Schlappen drin. Dann haben wir hier. Knabbern. Schlafbrille, ja, die brauche ich nicht, die kannst du haben. Ach, das ist ein Kugelschreiber. Ein Handtuch. Können wir das alles behalten? Bestimmt. Und ein Waschlappen, das ist super. Seife ist keine da, oder? Shampoo oder sowas? Guck doch mal in den Schrank. Seife zum Händewaschen gibt's schon mal. Guck mal. Zahnbürste muss man aber schon selber mitbringen. Jedes Abteil im Schlafwagen hat sein eigenes Waschbecken. Die Luxusabteile sogar eine eigene Dusche. Steck. Und Warmwasser? Das habe ich noch nie in einem Zug gesehen. Ach so. Wie? Naja, doch, da kannst du Temperatur drehen. Heiß. Das 50 Grad? Ja, ist ein bisschen zu heiß. Meinst du wirklich, da kommt heißes Wasser raus? Ja, aber wie kommt denn da jetzt Wasser? Ist das Sensor? Da? Anfassen? auch. Gut, jetzt traue ich mich nicht. Nee, noch geht's. Aber es wird wärmer. Es wird, ja. Hat man schon nicht so heiß. Da ist. Achso. Da ist heiß. Auf dem Gang ist Remi Demi. Der darf von Lars natürlich nicht fehlen. Wer sind wir denn? Isabel. Nein, aber wo? Also seid ihr von der. Was machen wir hier? Gucken, was passiert. Wir wollten genau, wir machen ein bisschen hier. Wir wollten uns mal ein Bild machen. Ihr könnt in unseren Schlafwagen gucken. Oh ja, gerne. Das machen die Leute. Die Jungs und Mädels reisen in einem Sitzwagen und wollten mal gucken, wie die Reichen und Schönen so residieren. Reingucken. Perfekt. Man ist nie alleine. Und ich mag das ja eh. Immer nah an Leuten dran. Wir haben Besuch, Leute, guck mal. Ja, dann könnt ihr mal reingucken hier. Ja, nicht so schüchtern, da könnt ihr auch reingehen. Denk mal rein. Ja. Zack. Party. Cool. Isabel interessiert vor allem Beinfreiheit. Ich weiß gar nicht, Isa, bei dir könnte es knapp Ich wollte werden. gerade sagen, also ich bin 1,80 groß. Bitte Füße rausbauen. Doch, ich bin Ja? 1,75 und ich habe hier noch ein bisschen Spiel. Na Leute, wir wollen es ja aber ganz genau machen. Ich habe Oh nämlich ja. auch, ja, guck mal, was ich hier alles habe. Was tippen wir? Ich habe alles bei.
Wir messen mal, wie lang die Fläche ist. Halt mal fest. Und wir sind also bei 1,10, 1,30, 1,50, locker, 1,60, 1,70. Wie viel? 1,80? Ich hatte 1,85 gedacht. 1,85? bis zum Fenster? Also hier, Also ich bin 1,80 groß. also mit den 10 am Fenster 1,90 würde auch noch gehen. Und mit ganz viel Fantasie würden sogar 1,96 möglich sein. Da ist der große Onkel aber dann schon an der kalten Scheibe. So, jetzt will ich aber auch mal wissen, wie die Mädels untergebracht sind. Wir müssen schon leise sein, es ist schon fast Mitternacht. Ich bin gespannt auf den Sitzwagen. Wieso heißt der eigentlich Sitzwagen? Wir sollten leise sein und schon geht alles in die Hose. Isa, komm rein, setz dich. Wunderbar. Ihr wohnt hier in diesem Abteil, das ist ein 6er-Abteil, ist voll, oder? Guck mal, wenn man so macht. Na, du hast ja schnell rausgekriegt, wie man es sich hier gemütlich macht. Ja, und wie man eine große Spielwiese draus macht. Gemütlich ist das vielleicht für 3, aber für 6? Ja, dafür ist es aber die günstigste Art, im Nachtzug zu reisen. So einen klappbaren Sitz gibt's ab 40 €. Also wenn man sich kennt, geht das, ne? Aber so mit wildfremden Leuten, die müssen cool drauf sein. Ja. Man muss anscheinend nur die richtige Beschäftigung mitbringen, dann klappt das schon, sich eine ganze Nacht lang auf die Pelle zu rücken. Wir streifen durch den Zug und gucken, was es zu entdecken gibt. Es gibt zum Beispiel reine Damenabteile. Oder wie hier sogar einen barrierefreien Wagen. Und wenn man so durch halb Europa fährt, trifft man im Zug auch halb Europa. Hier hören wir Französisch auf dem Gang des Liegewagens, wo ein Bett ab etwa 70 € zu haben ist. Hallo, bonsoir, wir sind Lars und André. Wir wollten mal was zum Schlafwagen fragen. Ja, natürlich. Wie gefällt Ihnen denn Ihr Abteil? Es ist ein sehr schönes Abteil zum Reisen, wie im Orient Express. 6 Personen können es sich hier gemütlich machen. Die Liegen scheinen auch ausreichend groß zu sein. Es ist ein bisschen Klassenfahrt-Feeling hier. Is it long enough? Yeah, it's perfect. That's critical. Cool. Wir sind ein paar Freunde und wollen möglichst viel Zeit zusammen verbringen, uns unterhalten. Das ist im Flugzeug zum Beispiel nicht so gut möglich. Mit dem Flugzeug geht auch alles so schnell. Man steigt in einer Stadt ein und in einer anderen wieder aus. Man bekommt gar nicht so richtig mit, wie viele Kilometer man zurückgelegt hat. Les 4 jeunes sont en vacances. Yes. Und dann wird es langsam ruhig auf den Gängen. Wir fühlen uns auch ein bisschen wie die Wölfe. Wir sind längst nicht müde, aber dafür sehr hungrig. Ah, das ist mein Lieblingsknopf. Damit können wir den Bordservice rufen. Das machen wir auch gleich mal. Ein Tisch für 2 bitte. Ivan Pöllauer bleibt die ganze Nacht wach, um auch die wildesten Wünsche seiner Gäste zu erfüllen, und sei es 4 Uhr in der Früh. Er assistiert und serviert, es gibt warme Speisen und kalte Getränke aufs Abteil. Ich habe aber vorgesorgt und für uns einen kleinen französischen Mitternachtssnack vorbereitet. Hätten sogar 3 Baguette gepasst. Ich habe den Camembert damit. Ja, ich habe extra nichts gegessen. Ich dachte, also irgendwas würde sich einfallen lassen. Mit Besteck, nicht zu fassen. Und für dich habe ich auch ein kleines, ist ein bisschen platt geworden. Ja, ja. Croissant dabei. Na, und ein paar Stullen. Also, kannst du auch ein Ei haben oder so ein Würstchen? Ein Würstchen hat er auch Na bei. ja. Es ist ja unfassbar. Ich habe mich ja um wenig gekümmert, aber mit André, da läuft das. Die ganze Tasche riecht schon. Ich hab's gerochen, ich wollte nichts sagen. Eieiei, na gut, der muss auch. Ich habe das vorhin schon gerochen, dass wir was haben. Ich habe nur mich nicht getraut zu fragen, was es ist. Ja, das Original aus Frankreich. Kann man das Fenster aufmachen? Kann man. Später. Später. Jetzt halten wir es noch aus. Also André, das ist auch schon... Das ist eine ganz schmierige Angelegenheit. Ach, das ist aber lieb. Ist ein bisschen wie Ferienlager, ne? Nicht ganz so günstig. Teller für Sie? Ja. Na gut. Wäre vielleicht doch besser. Wir kommen vom Land, aber so ein bisschen müssen wir es ja nicht allen zeigen, ne?
Also der Herr Pöllauer, der ist charmant. Ja, er kommt aus Wien. Die österreichischen Bundesbahnen, die haben ja fast das gesamte Nachtzugnetz in Europa übernommen. So, bevor wir schlafen gehen, müssen wir noch jetzt eine Sache noch machen, André. Naja, diese Frühstückskarten ausfüllen. Du darfst aber nur 6 Sachen ankreuzen. Was ist denn Saunaschinken? Tja, auch irgendwas Österreichisches. Was, liegst du auch gut? So schaukelt die Nacht dahin. Und als die Sonne aufgeht, arbeitet Herr Pöllauer schon unsere Frühstücksbestellung ab. Und das in dieser kleinen Kombüse. Ja, mehr gibt's hier nicht. Kein Restaurant, keinen Speisewagen, alles kompakt auf engstem Raum. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie war die Nacht? Auch dieses Geschaukel finde ich super gemütlich. Aber wenn es nicht zu heftig schaukelt. Also wir hatten 2 Bremsungen. Da ist der Zug mit einmal zum Stehen gekommen. Das habe ich gemerkt. Da war ich wach und dann war auch schnell wieder eingeschlafen. Also Schlafgefühl ist ein bisschen wie auf Wasser. Mit verschiedenem Wellengang. Auf Ski. Bis das Frühstück fertig ist und solange Lars das Bad blockiert, kann ich mir ja ein bisschen die Beine vertreten und den Nachtzug mal bei Tag angucken. Wir sind knapp 2 Stunden vor Paris, also schon ein gutes Stück drin in Frankreich. Das erkenne ich als Bahnvielfahrer natürlich schon beim kleinen Blick aus dem Fenster. Alles ist ein bisschen anders. In Deutschland würde man sagen, wir fahren auf dem Gegengleis, also praktisch auf der falschen Seite. Die Erklärung ist eigentlich ganz leicht. Das Eisenbahnsystem haben ja die Engländer erfunden. Die haben Linksverkehr und Frankreich hat das beibehalten. Für uns sieht das immer noch faszinierend aus, als würde man ständig auf der falschen Seite fahren, mit dem Zug. Ich bin auf der richtigen Seite am Ende des Ganges in der Dusche. Ein Handtuch habe ich ja zu Hause liegen lassen, habe ich aber ja inklusive im Schlafwagen. Gleich. Aber erstmal. Und da gibt's Duschgel. Aha. Frisch geduscht, allerdings auch lediert, ja. Ich habe das Gefühl, ich habe bei meiner Reise hier mehr blaue Flecke gekriegt, als ich jemals im Leben blaue Augen gesehen habe. Immer geht's ein Dutch nach links und nach rechts. Es ist halt nicht alles glatt auf der Schiene. Ach, aber geduscht, das hat schon was. Ach toll. Und jetzt Frühstück. Also, unser Herr Pöllauer balanciert hier deutlich besser als ich. Einmal mit Kakao und Kaffee. Ah, das ist für mich. Kakao Das sehe ich schon. Kaffee? Und einmal mit Chicken. Danke sehr. Lass es dir schmecken. Vielen Dank. Sag mal, hast du da mehr drauf? Ich habe beim Ankreuzen ein bisschen aufgerundet. Naja. Ich habe mehr Kreuze gemacht als... Und ich wollte es aber nicht wegmachen. Dann wäre die Wahl ungültig gewesen. Naja, mir reicht das ja, was Es hat ich hier habe. funktioniert. Guck mal. Hier. Porzellan oder Keramik? Porzellan. Aus Thüringen. Auch schön. Ja, dann legen wir los. Ich wünsche ein bon petit déjeuner. Bon Appetit. Bon Appetit auch. Dans le petit déjeuner. Und generell bon voyage. Das geht hier immer. Ist ein bisschen schon wie im Hotel, ne? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dafür, dass wir nach Frankreich fahren, so ein kleines Croissant oder... Gab's nicht zum Ankreuzen, ne? Nee, gab's nicht, war nicht dabei. Ich habe deswegen... Cappuccino war auch nicht. Auch nicht. Kaffee au lait auch nicht. Es geht doch nichts über Käse mit Marmelade. Ah. Und dabei ein Blick. Das ist Frankreich. Wobei es gerade aussieht. Also ich bin mir nicht sicher, es ist ja hier so sumpfig. Hätte doch Mansfelder Land sein können, ne? Ja, also hier verpassen wir nichts.
Wer wirklich nur kurz auf ein Croissant nach Paris möchte, kann noch am selben Tag zurückfahren. Dienstags, donnerstags und sonnabends fährt der Nachtzug wieder Richtung Berlin. Jetzt sind wir 12 Stunden im Nachtzug nach Paris gefahren. Sind wir überhaupt pünktlich angekommen? Nee, 24 Minuten Verspätung. Nein. Doch. So, das ist er. Nein. Doch. Oh. Und wie viele Stufen sind? Ach, 674. Die werden wir laufen. Aber es gibt einen Fahrstuhl. Nein. Doch.